An einem College in Roseburg im amerikanischen Bundesstaat Oregon hat es einen Amoklauf gegeben, bei dem mehrere Menschen von einem bewaffneten Attentäter getötet wurden. Seitdem wurde in den Medien recht viel dazu berichtet, leider auch Dinge, die einem Faktencheck nicht standhalten. Deswegen stellen wir uns anlässlich dieser Tragödie mal verschiedene Fragen. Gibt es in den USA mehr Tote durch Amokläufe als anderswo? Sind die Waffen dafür verantwortlich? Sorgen strengere Waffengesetze für mehr Sicherheit? Stimmt die Zahl von 30.000 Toten pro Jahr durch Schusswaffen in den USA? Was kann man machen, um solche Taten in Zukunft zu verhindern? Finden wir es raus. Erstmal vorweg, was ist da eigentlich passiert? Nun, ein einzelner Attentäter ist bewaffnet in ein College eingedrungen und hat dort um sich geschossen und gezielt Menschen getötet. Sein Hauptziel war es wohl, Christen zu töten. Warum er das tat und welche Motivation dahinter stand, ist noch unklar. Erst langsam kommen Details über den Attentäter ans Licht, aber es sind Details, die wir bei fast allen Attentätern dieser Art erfahren. Psychische Probleme im Vorfeld, Einzelgänger, Stranger, eben Menschen, die alles andere als normal sind. Was ja auch irgendwie logisch ist, denn normale Menschen begehen keinen Massenmord. Aber ich will gar nicht so viele Worte über diesen Attentäter verlieren, das hat das Arschloch nämlich schlichtweg nicht verdient. Außerdem ist eine der Motivationen für solche Amokläufe, dass die Täter nach ihrem Tod nochmal richtig groß rauskommen, und leider wird dieses Verlangen durch Sensationsmedien wie die Bild auch immer erfüllt. Ja, liebe Presse, auch ihr tragt eine Mitverantwortung an solchen Taten, weil ihr mit eurer Sensationslust den Tätern einen Platz in den Geschichtsbüchern versprecht und sie zu zweifelhaften Berühmtheiten erhebt. Aber das wollt ihr ja nicht hören, stattdessen schreibt ihr lieber was von schärferen Waffengesetzen und von den amerikanischen Zuständen. Nur leider habt ihr keine Ahnung, wovon ihr da redet, weil ihr so oberflächlich seid, dass ihr seit Jahren nicht mal Waffenbesitzkarte und Waffenschein unterscheiden könnt. Ihr wollt Fakten? Dann hört doch einfach mal zu. Barack Obama hat zu der Schießerei in einer Stellungnahme Folgendes gesagt: Wir sind das einzige fortschrittliche Land der Erde, das diese Massenschießereien alle paar Monate erlebt. Und ich gebe zu, wenn man die Pressemeldungen aus den USA so verfolgt, dann entsteht tatsächlich der Eindruck, dass es in den USA viel mehr Amokläufe gibt als anderswo. Die Fakten sprechen allerdings dagegen. John R. Lott, den einige von euch vielleicht kennen, hat vor einiger Zeit ausgerechnet, wie viele Tote es in den unterschiedlichen Ländern pro 1 Million Einwohner durch solche Amokläufe wie den in Oregon gibt. Und erstaunlicherweise liegen die USA mit ihren ca. 30 Millionen Einwohnern nicht an der Spitze der Liste, sondern lediglich im Mittelfeld. Das ist insbesondere deswegen erstaunlich, weil im Zusammenhang mit solchen Taten ja immer wieder herausgestellt wird, dass in Amerika ja auf jeden Einwohner, statistisch gesehen, eine Waffe kommt und dass diese hohe Verfügbarkeit von Schusswaffen für diese Amokläufe verantwortlich ist. Wenn dem so wäre, müssten die USA aber klar auf Platz 1 der Toten durch Amokläufe pro 1 Million Einwohner liegen, aber genau das ist ja eben nicht der Fall. An der Spitze dieser Statistik steht übrigens Norwegen. Dafür verantwortlich ist hauptsächlich ein einzelner Täter, nämlich Anders Breivik. Nach dem Vorfall an der Sandy Hook Grundschule ließ Obama die Schusswaffenkriminalität in den USA untersuchen. Die Ergebnisse der Studie waren wohl nicht wie erwartet, denn nur sehr wenige Medien haben darüber berichtet. Fasst man die Ergebnisse der Studie zusammen, dann ergibt sich daraus, dass Waffengewalt allgemein stark aus dem sozioökonomischen Status der Beteiligten resultiert. Sozioökonomischer Status bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Bevölkerungsgruppen zu Waffengewalt neigen, die keine großen Perspektiven im Leben haben. Aber es ist natürlich einfacher, das Problem auf die Waffengesetze zu schieben, als zuzugeben, dass man im Land Leute hat, die so massiv aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden, dass ihnen als Perspektive nur die Kriminalität bleibt. Die Studie ergab auch, dass Amokläufe nur einen kleinen Bruchteil der Schusswaffenkriminalität ausmachen und diese Amokläufe häufig mit Suizid in Verbindung stehen. Deswegen spricht man eigentlich auch nicht von Amokläufen, sondern von erweiterten Suiziden. Warum diese Menschen ihren Suizid noch erweitern, ließ sich bis jetzt nicht wissenschaftlich ergründen. Es gibt inzwischen aber Forderungen, dass man den Zusammenhang dieser Taten mit Psychopharmaka untersuchen sollte, denn viele der Täter standen nachweislich unter dem Einfluss solcher Medikamente. Aber zurück zur Waffengewalt allgemein.
Die Studie hat auch untersucht, woher die bei Waffengewalt verwendeten Waffen stammen, und das Ergebnis ist für mich wenig überraschend. Die Waffen waren mehrheitlich illegal beschafft worden. Dazu mal ein verständliches Beispiel. In Chicago sind Kurzwaffen verboten. Trotzdem bringen sich da Kriminelle nicht mit Gewehren um, sondern mit Kurzwaffen. Es sind also nicht die Waffengesetze, die nicht funktionieren, sondern es ist die Gesellschaft an sich, die ein Problem hat. Wie sollen schärfere Waffengesetze Waffengewalt verhindern, wenn sich bereits an die bestehenden Gesetze nicht gehalten wird? Und genau an diesem Punkt lügen sich Politiker wie Obama in die Tasche. Es gibt kein Problem mit Waffengesetzen, es gibt ein Problem mit Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen. Die Forderung nach schärferen Waffengesetzen ist immer nur dazu da, sich diesem großen Problem nicht annehmen zu müssen. Wenn man Waffengesetze verschärft, dann sind diese Probleme ja nicht irgendwie weg. Wer glaubt, scharfe Waffengesetze hätten Einfluss auf die Waffengewalt, der kann sich auch die Ohren zuhalten, la 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 singen und im Kreis laufen. Das ist genauso effektiv. La 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 la. Und übrigens kommt eine Studie des CDC aus dem Jahr 1994 genau zu diesem Schluss, dass es keine ausreichenden Beweise gäbe, dass irgendein Waffengesetz wirksam wäre für die Gewaltprävention. Aber das sind ja nur Wissenschaftler und keine Friedensnobelpreisträger, die weiterhin mit Drohnenmorden und Guantanamo immer noch nicht geschlossen haben. Es wird in der Presse immer wieder geschrieben, dass es jedes Jahr über 30.000 Tote durch Schusswaffen in den USA gibt. Nun, diese Zahl ist auch richtig, aber in kaum einem Medium ist zu lesen, wie sich diese Zahl zusammensetzt. Dabei kann man die Zahlen von der Webseite des FBI einfach so runterladen, sie sind öffentlich zugänglich. 60% dieser 30.000 Toten sind Suizide mit Schusswaffen, und dass Suizid nichts mit Waffen zu tun hat, ist schon lange durch internationale Studien erwiesen. In Japan gibt es zum Beispiel kaum Schusswaffen, trotzdem ist die Suizidrate dreimal so hoch wie in den USA oder in Deutschland. Und wenn man mal von den 30.000 etwa 60% abzieht, dann sieht die Zahl schon ganz anders aus. Dann sind in dieser Zahl auch noch Tote enthalten, die von der Polizei oder von Bürgern in Notwehr erschossen worden sind. Und natürlich jede Menge Gangkriminalität mit illegalen Waffen. Es kotzt mich inzwischen echt an, immer diesen oberflächlichen Mist lesen zu müssen. Wenn ich einen Artikel lese, in dem die Zahl von 30.000 auftaucht, dann brauche ich meist gar nicht weiterlesen, weil ich in dem Moment weiß, dass für den Artikel nicht richtig recherchiert wurde. Und was auch immer wieder natürlich nur rein zufällig vergessen wird, die USA haben über 300 Millionen Einwohner. Man muss auch immer die Relation der Zahl betrachten. 30.000 Tote in Luxemburg, dann ist das Land entvölkert, aber in den USA ist diese Zahl ganz anders zu bewerten. Es gibt inzwischen so viele interessante Studien und Statistiken zu dem Thema, aber die passen wohl einfach nicht in das politische Weltbild, das man als Journalist so haben muss. Alles, was ich verlange, ist eine neutrale Berichterstattung, die sich an Fakten orientiert und ausgewogen über das Thema berichtet. Ist das zu viel verlangt? Wenn man diese erweiterten Suizide wirksam verhindern will, dann muss man Folgendes tun. Man muss den Tätern ihre Motivation und die Möglichkeit nehmen, einen solchen Anschlag zu begehen. Die Hauptmotivation ist, dass sich diese soziopathischen Wichser relativ unkompliziert in die Geschichtsbücher eintragen können, weil jedes scheiß Käseblatt über sie berichtet und der Präsident sogar eine Ansprache über sie hält. Nennt die Täter nicht beim Namen, nennt keine Details über ihr abgefucktes, wertloses Scheißleben und lasst sie in der medialen Versenkung verschwinden, wo sie hingehören. Und nehmt ihnen endlich die Möglichkeit, zu einem Ort zu gehen, wo sie garantiert auf wehrlose Opfer stoßen. Diese feigen Spinner wollen nämlich keine Schießerei, das haben Untersuchungen solcher Vorfälle gezeigt. Sobald die erste Kugel Richtung Täter fliegt, schießen die sich nämlich selbst in den Kopf. Schafft die Gun-Free Zones ab und gebt verantwortungsbewussten Bürgern die Möglichkeit, sich effektiv selbst zu verteidigen. Armed Response. Und das meine ich ernst.